Hallo und herzlich willkommen bei Inside AI. Heute sprechen wir über DeepSeek und das R1-Modell, das vor kurzem veröffentlicht wurde. Am 20. Januar veröffentlichte das chinesische Unternehmen DeepSeek ein neues KI-Modell und das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Natürlich nur sprichwörtlich, aber es hat im Endeffekt dazu geführt, dass beispielsweise der Aktienkurs von Nvidia deutlich eingebrochen ist, sich danach wieder erholt hat, aber dieses Modell hat auf jeden Fall Spuren hinterlassen und hat dazu geführt, dass ein Großteil der Menschen tatsächlich wieder über KI spricht, auch diejenigen, die sich eigentlich nicht damit befassen. Heute wollen wir uns das Ganze einmal anschauen, warum das so besonders ist, was das im Grunde genommen auch für uns Anwender bedeutet, dass jetzt ein solches Modell veröffentlicht wurde, Open Source. Das heißt, man kann dieses Modell tatsächlich herunterladen und selbst betreiben. Was man dafür benötigt, darauf werde ich auch ein bisschen eingehen. Aber schauen wir uns erstmal an, was genau passiert ist. Ja, wenn wir uns die Schlagzeilen der vergangenen Woche einmal anschauen, dann sind tatsächlich von der New York Times über die Zeit, über Spiegel Online, tatsächlich in der Breite wurde über dieses Modell berichtet. Insbesondere natürlich, weil der Aktienkurs von Nvidia stark eingebrochen war. Das war im Prinzip der höchste Kursverlust eines Unternehmens in absoluter Summe, der jemals erfolgt ist. Wie gesagt, der Aktienkurs hat sich in der Zwischenzeit wieder ein Stück weit erholt. Und warum der Aktienkurs tatsächlich eingebrochen ist, das werde ich auch mir anschauen, was da verschiedene Leute mutmaßen und ob das tatsächlich nur rein an diesem chinesischen Modell liegt. Wir können hier sehen, why DeepSeek could change what Silicon Valley believes about AI in der New York Times oder im Spiegel. Nvidia verbucht größten Tagesverlust in der Wall Street-Geschichte. Und interessanterweise, wenn wir uns angucken, ist DeepSeek tatsächlich zwischenzeitlich auf Platz 1 der Charts im App Store gewesen, zum Beispiel hier bei Apple, sowohl in den USA als auch in Deutschland, hatte sogar ChatGPT zeitweise überholt. Und meine Reaktion darauf war im Prinzip, während sich alle um die ganzen Sachen kloppen, habe ich als Anwender mich erstmal natürlich sehr gefreut, dass ein neues Modell veröffentlicht wurde. Und Kommentare zum Beispiel auf Twitter gehen sehr stark darauf ein, was das jetzt darüber aussagt, wie viel die Menschen tatsächlich von KI verstehen oder eben nicht verstehen. Denn das, was da jetzt in den vergangenen Tagen und in der vergangenen Woche passiert ist, ist in der Tat schon beeindruckend. Wobei ich dazu sagen muss, als jemand, der die Entwicklung im Prinzip tagtäglich beobachtet, habe ich diese Reaktion gar nicht kommen sehen, weil DeepSeek gar nicht so neu ist. Das Unternehmen als solches gibt es schon seit einer ganzen Weile und das hat auch schon seit 2023 auch schon KI-Modelle tatsächlich veröffentlicht, sodass im Grunde genommen ich quasi diese Modellveröffentlichung erstmal auch nur als etwas Gutes wahrgenommen habe, ein neues KI-Modell, das wieder ausprobiert werden kann. Das Spannende daran ist natürlich, dass das R1-Modell, was jetzt veröffentlicht wurde, ein ähnliches Paradigma oder eigentlich das gleiche Paradigma verfolgt wie die neuen O-Modelle, also O1 bzw. O3, was bald veröffentlicht werden soll von OpenAI. Nämlich, dass im Prinzip das Modell mehr Rechenleistung nutzen kann, um Fragen zu beantworten. Also während der Test-Time, man spricht da von Test-Time Compute, kann dieses Modell im Grunde genommen nachdenken, beziehungsweise es scheint nachzudenken. Und das Interessante an diesem Modell ist zum einen natürlich, dass es Open Source ist. Das heißt, DeepSeek, das chinesische Unternehmen, was dahinter steckt, hat dieses Modell tatsächlich veröffentlicht. Also die Weights des Modells, die Modellgewichte, wenn man so will, sind öffentlich verfügbar, können heruntergeladen werden. Das sind über 600 Gigabyte an Daten, die man im Prinzip herunterladen muss. Es ist gesplittet in mehrere Teile, das Modell. Und man braucht also sehr, sehr leistungsfähige Hardware, um dieses Modell überhaupt in der Gänze vollständig betreiben zu können. Das heißt, für die wenigsten Unternehmen ist es jetzt tatsächlich relativ einfach möglich, das Modell zu betreiben. Aber DeepSeek hat auch direkt kleinere Versionen bereitgestellt, sogenannte Distilled Versions von dem Modell, wo andere Open-Source-Modelle genommen wurden und die wurden mit dem Output dieses R1-Modells trainiert und haben also auch diesen Denkprozess im Prinzip antrainiert bekommen und funktionieren ähnlich, wobei die Qualität der Ausgaben nicht an das vollständige Modell heranreicht, für viele Aufgaben aber vielleicht tatsächlich gut genug ist. Und die Reaktion, die wir gesehen haben, beispielsweise bei Nvidia oder grundsätzlich in Silicon Valley, ist natürlich erstmal
es gibt ein Modell, was zumindest laut Benchmarks ähnlich gut sein soll wie beispielsweise das O1-Modell von OpenAI. Und dazu kommt dann noch, und das ist im Prinzip das, wo die meisten Menschen vermuten, dass das den Kurssturz bewirkt hat, ist, dass DeepSeek, das Unternehmen, in dem Paper, was sie auch zu dem Modell veröffentlicht haben, davon sprechen, dass sie rund 5 Millionen Dollar investiert haben, um dieses Modell zu trainieren. Was im Vergleich zu den Summen, die ein OpenAI oder ein Anthropic oder andere große KI-Labore in das Training von Modellen investieren oder Meta beispielsweise, was deutlich kleiner ist, viel, viel geringer ist als das, was im Prinzip die anderen KI-Labore investieren in ein solches Modelltraining. Das hat natürlich dazu geführt, dass einige Leute behaupten, dass die Investitionen, die getätigt werden, aktuell insbesondere in den USA, deutlich überzogen und überhöht sind. Und ein Großteil dieser Investitionen geht tatsächlich in GPUs und insbesondere in NVIDIA-GPUs, sodass viele Leute sagen, das war der Grund für den Kurssturz. Ich bin natürlich auch kein Wirtschaftswissenschaftler und beschäftige mich nur am Rande mit der Kursentwicklung der großen Konzerne, finde das aber natürlich sehr spannend, was da passiert ist. Was aber passiert ist, dadurch, dass dieser Kurssturz im Prinzip eine Art historisches Ereignis ist, haben die Leute natürlich angefangen, sich das genauer anzuschauen. Und plötzlich in der Breite hat man wieder über KI-Modelle gesprochen. Obwohl es mein Eindruck war, dass es eigentlich in den vergangenen Monaten, zumindest in der Breite, insbesondere auch in Deutschland, relativ wenig darüber gesprochen wurde. Also in den großen Tageszeitungen hat man selten Berichte über die Entwicklung der KI-Modelle gelesen. Das ist im Prinzip jetzt durch diesen historischen Kurseinbruch geschehen, dass plötzlich alle darüber gesprochen haben, was dazu dann wiederum geführt hat, dass natürlich die Leute dieses Modell auch mal ausprobieren wollten. Und das hat dann sicherlich das Modell auch auf Platz 1 der App Stores im Prinzip befördert. Gleichzeitig muss man dazu sagen, die meisten Leute, die KI nur mal so ausprobiert haben, haben wahrscheinlich ChatGPT genutzt. Das ist, sag ich mal, die bekannteste KI-Plattform, auch immer noch. Aber bislang war in der kostenfreien Version nur das 4o bzw. 4o Mini-Modell zugänglich, sodass diese Reasoning-Modelle, also die O-Serie von OpenAI, im Prinzip nur den Leuten vorbehalten war, die tatsächlich einen Pro-Account für 20 € im Monat beispielsweise nutzen. Und viele Leute gehen davon aus, dass in der breiten Masse die meisten Leute gar nicht verstanden haben, wie weit KI in Teilen schon ist, weil sie eben diese O-Modelle selber nie ausprobiert haben. Jetzt mit DeepSeek, dadurch, dass DeepSeek diese Reasoning-Modelle, das R1-Modell, kostenfrei erstmal nutzbar gemacht hat, auch auf der eigenen Plattform, sie das erste Mal wirklich in Kontakt mit diesen Reasoning-Modellen gekommen sind und dadurch natürlich festgestellt haben, was diese Modelle tatsächlich imstande sind zu leisten. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass DeepSeek im Prinzip alles offengelegt hat, wie sie das Modell trainiert haben. Zwar nicht die Daten, mit denen sie das Modell trainiert haben, deshalb sprechen auch nicht alle von Open Source, sondern eben von Open Weights. Das hatte ich in einer vergangenen Folge ja auch schon einmal erläutert. Allerdings die Art und Weise, wie dieses Modell trainiert wurde, das ist halt tatsächlich in dem vorliegenden Paper sehr schön illustriert dargestellt. Und im Gegensatz zu OpenAI werden diese sogenannten Reasoning Traces, also dieser Denkprozess des Modells, tatsächlich auch 1:1 dem User ausgegeben. Bei OpenAI war es bisher so, dass man maximal eine Zusammenfassung dieses Denkprozesses dargestellt bekommen hatte. OpenAI hat das mit 2 Argumenten gerechtfertigt. Einerseits, weil es natürlich einen Wettbewerbsvorteil darstellt und sie verhindern wollten, dass andere konkurrierende Unternehmen im Prinzip auf Basis dieses Denkprozesses ihre eigenen Modelle antrainieren. Und zum Zweiten haben sie gesagt, dass diese Reasoning Traces nicht unbedingt für den Menschen immer ganz nachvollziehbar sind und haben sich dann dazu entschieden, im Prinzip nur eine Zusammenfassung darzustellen. Ich kann das auch einmal hier nochmal zeigen, damit wir das als Vergleich haben. Wir stellen einfach mal eine Frage, jetzt unabhängig davon, ob das eine schwere Frage ist. Es geht jetzt erstmal darum, nur noch mal darzustellen, wie dieses O1-Modell funktioniert. Wir sehen, es wird im Prinzip der Denkprozess dargestellt über Thinking. Und wenn ich jetzt diesen Denkprozess aufklappe, dann wird mir als Nutzer eine Zusammenfassung des Denkprozesses dargestellt. Also er sagt, er hat hier im Prinzip die Eigenschaften von NVIDIA erstmal bewertet und dann den Status NVIDIAs als wertvollstes Unternehmen im Prinzip nochmal klargestellt und gibt mir dann die Antwort aus. Interessanterweise auch hier zu sehen, der Denkprozess, obwohl ich die Frage auf Deutsch gestellt habe, scheint auf Englisch abzulaufen, wobei wir natürlich hier nicht hinter die Kulissen schauen können. Wir wissen also nicht, ob der Denkprozess tatsächlich auf Englisch abläuft oder die Zusammenfassung einfach nur so eingestellt ist, dass sie immer auf Englisch erfolgt.
Und das ist im Prinzip das, was mit diesem neuen Test-Time-Compute-Paradigma verdeutlicht wird, dass diese Modelle also mehr Zeit brauchen für die Antwort, weil sie eben durch einen simulierten Denkprozess sozusagen laufen. Und wenn wir uns jetzt einfach zum Vergleich einmal DeepSeek anschauen, wir probieren jetzt einfach mal erstmal die Plattform selber aus und wir können ja hier auch die gleiche Frage einfach stellen. Genau, wir stellen hier einmal die Frage, ich lasse dieses DeepThink aktiviert, weil das eben genau das ist, was diesen Denkprozess auslöst. Und auch hier, wir haben also den Denkprozess, allerdings sehen wir hier, das ist tatsächlich der Denkprozess, den dieses Modell durchläuft. Und das Erstaunliche ist, dass das Modell tatsächlich weitestgehend durch das sogenannte Reinforcement Learning trainiert wurde. Das heißt, diesen Denkprozess hat dem Modell keiner vorgegeben, sondern das Einzige, was vorgegeben wurde, ist, dass das Modell im Prinzip nachdenken soll. Und dieser Denkprozess und die Tatsache, dass die Ausgaben sehr, sehr gut sind, beziehungsweise in den verschiedenen Benchmarks dieses Modell auch konkurrenzfähig zu den O-Modellen von OpenAI zu sein scheint, wurde weitestgehend durch das sogenannte Reinforcement Learning antrainiert. Wobei man dazu sagen muss, es gibt nicht nur ein R1-Modell, sondern es gibt im Prinzip zwei R1-Modelle. Und beide sind tatsächlich Open Source veröffentlicht. Das erste Modell, was trainiert wurde, das wird DeepSeek R1 Zero genannt. Und da hat DeepSeek gesagt, dass der Denkprozess zum Teil wirr ist, zum Teil auch nicht die richtige Sprache eingehalten wird. Das heißt, das Modell springt auch von Sprache zu Sprache. Aber dieses R1-Modell wurde tatsächlich rein mit Reinforcement Learning oder weitestgehend über dieses Reinforcement Learning trainiert. Und das R1-Modell, was wir hier jetzt auf der Plattform nutzen können, das wurde dann nochmal auch mit Human Preference, also der menschlichen Präferenz von Ausgaben, nachtrainiert, sodass hier im Prinzip immer ein Denkprozess stattfindet, der auf Englisch abläuft, der nachvollziehbar ist. Das spannendere Modell aus wissenschaftlicher Sicht ist allerdings dieses DeepSeek R1 Zero Modell, weil hier gibt es jetzt auch schon andere Organisationen, die tatsächlich versuchen, das Ganze nachzustellen, auch mit kleineren Modellen schon erste Erfolge erzielt haben. Und grundsätzlich muss man auch sagen, OpenAI hat im Prinzip auch zugegeben, dass das Modell im Prinzip auf den gleichen Erkenntnissen beruht wie auch die O1-Serie. Mittlerweile hat OpenAI auch angekündigt, dass sie befürchten, dass DeepSeek auf den Ausgaben von ChatGPT trainiert hat und somit die Terms of Service von OpenAI gebrochen hat. Ich muss ehrlicherweise dazu sagen, das ist natürlich, da kommt ein bisschen Schadenfreude in mir auf, weil natürlich OpenAI ihre eigenen Modelle auf einem Großteil an urheberrechtlich geschützten Materialien trainiert hat und auch hier natürlich keine Erlaubnis eingeholt hat. Das geschieht jetzt zum Teil nachträglich und letztendlich ist es doch aus externer Sicht ein bisschen albern zu sagen, jemand hat auf den Ausgaben meines KI-Modells jetzt ein anderes KI-Modell trainiert und damit gegen die Terms of Services verstoßen. Die Ausgaben von einem KI-Modell sind laut Rechtsprechung noch nicht urheberrechtlich schützbar oder werden vielleicht nicht urheberrechtlich schützbar sein. Daher ist das Ganze tatsächlich ein bisschen zu belächeln, was da angekreidet wird. Für uns Anwender ist es natürlich erstmal eine sehr, sehr gute Nachricht, dass wir offene Modelle zur Verfügung haben, weil wir eben keinen Vendor-Login dadurch haben. Wir können entscheiden, ob wir Modelle selber betreiben wollen, welche Modelle wir benutzen wollen und vor allem zeigt sich, dass selbst Open-Source-Modelle auch tatsächlich an die Closed-Source-Modelle teilweise in der Leistungsfähigkeit heranreichen können. Darüber scheiden sich natürlich immer noch die Geister. Es gibt Stimmen, die natürlich jetzt sagen, okay, wir brauchen vielleicht gar nicht so viel Rechenleistung, wie die Leute dachten. Und das hat auch zum Kurssturz von Nvidia geführt. Andere Leute sagen, naja, eigentlich ist es genau das Gegenteil, was jetzt passieren wird. Nämlich, wir werden im Prinzip eine höhere Nachfrage haben, weil mehr Menschen werden KI benutzen. Und je mehr Menschen KI benutzen, desto mehr GPUs brauchen wir letztendlich auch. Und selbst Satya Nadella hat in einem seiner kürzlichen Posts auf Twitter genau das auch im Prinzip erläutert. Er spricht da von dem sogenannten Jevons Paradox. Dieses Jevons Paradox wurde Ende des 19. Jahrhunderts von einem englischen Wirtschaftswissenschaftler beobachtet. Nämlich wurden damals in England nach Erfindung der Dampfmaschine ist plötzlich die Nachfrage nach Kohle gestiegen. Und im Prinzip sagt Satya Nadella, der CEO von Microsoft, dass genau das jetzt auch mit KI eintreten wird. Und ich bin tatsächlich auch eher in dem Lager, dass ich sage, nur weil wir jetzt offensichtlich Modelle haben, die auch mit weniger GPU-Leistung trainiert werden können, glaube ich nicht, dass die Nachfrage grundsätzlich nach GPUs einbrechen wird.
sondern wir haben letztendlich gerade erstmal an der Oberfläche gekratzt, auch der Implementierung dieser Modelle in der Wirtschaft, in der Industrie. Das ist ja etwas, wo wir uns im Prinzip sehr stark für einsetzen, wo wir auch mit vielen Unternehmen schon Projekte laufen haben, wo wir tatsächlich insbesondere generative KI in die Anwendung bringen. Und von daher glaube ich nicht, dass das jetzt kurzfristig dazu führt, dass wir plötzlich weniger GPUs brauchen. Und wenn wir zurückkommen zu dem Training, muss man auch dazu sagen, dass viele Leute auch DeepSeek einfach nicht glauben, dass wirklich mit so wenig finanziellem Invest dieses Training tatsächlich erfolgt ist. Wir werden das natürlich nur bedingt überprüfen können. Letztendlich können wir DeepSeek Glauben schenken oder auch nicht. Viele vermuten auch starke Subventionen seitens der chinesischen Regierung dahinter. Letzten Endes ist das Schöne aber, dass dieses Training nachgestellt werden kann, weltweit in der Open Source und in der KI-Community. Das heißt, wir werden wahrscheinlich bald wissen, ob es tatsächlich mit so wenig Investitionen möglich sein wird oder nicht. Ob es jetzt bei DeepSeek der Fall war oder ob sie doch mehr GPUs zur Verfügung hatten, als sie eigentlich in ihrem Paper beschreiben, das weiß ich nicht, ob wir das herausfinden werden. Einige Leute mutmaßen auch, dass DeepSeek im Prinzip die Zahl der GPUs kleingeredet hat, um eben zu verschweigen, dass sie vielleicht trotz Handelsembargos, trotz Exportkontrollen mehr GPUs tatsächlich nach China importiert haben, als eigentlich erlaubt. Hier gibt es auch zum Beispiel eine schöne Grafik, auf die ich bei Twitter gestoßen bin, wo einer das nochmal ein bisschen aufzeigt, dass natürlich diese 5 Millionen Dollar, die im Paper erwähnt werden, dass das natürlich im Prinzip nur die Spitze des Eisbergs ist, sondern letztendlich viel, viel mehr auch Grundlagenforschungsinvest dahinter steckt, auch natürlich Personalkosten dahinter stecken, die vielleicht in China einfach auch niedriger ausfallen. Letzten Endes kann man DeepSeek glauben oder nicht? Es ist eine Diskussion, aber ich glaube, wir werden zumindest bald sehen, was andere Organisationen investieren, um ähnliche Ergebnisse zu erzielen. Ja, wenn wir dann nochmal zurück auf DeepSeek schauen. Wir sehen hier auch einmal die Benchmark-Ergebnisse aufgelistet und wir können sehen, DeepSeek R1 ist tatsächlich, schlägt in Teilen sogar das OpenAI O1-Modell und ist in anderen Fällen nur unwesentlich schwächer in den Benchmarks. Wobei Benchmarks natürlich immer nur die Ergebnisse in bestimmten Domänen aufzeigen können und letztendlich keine allgemeingültige Aussage über die Fähigkeit eines KI-Modells haben, sondern immer nur wirklich einen Ausschnitt darstellen können. Ein schöner Aspekt, der hier im Paper aufgezeigt ist, ist im Prinzip dieses, was Sie als Aha-Erlebnis des Modells bezeichnen. Nämlich, dass im Prinzip das Modell durch dieses Reinforcement Learning nach einiger Zeit tatsächlich Fehler in der zuvor erfolgten Ausgabe entdeckt hat und dann wirklich wortwörtlich, warte, das ist ein Aha-Moment, den ich hier im Prinzip erkennen kann. Und das Modell ist dann zurückgesprungen und hat im Prinzip die vorherige Ausgabe nochmal während der Berechnung sozusagen analysiert und dadurch das richtige Ergebnis, in dem Fall einer mathematischen Aufgabe, ausgegeben. Das Ganze funktioniert natürlich besonders gut für Domänen, in denen wir am Ende automatisch bewerten können, ob die Ausgabe richtig oder falsch ist. Das heißt, im Bereich der Mathematik oder auch im Bereich der Physik funktioniert dieses Reinforcement Learning sehr, sehr gut, weil wir eben am Ende sehen können, ist es jetzt eine richtige Antwort oder nicht. Und das Modell wird im Prinzip beim Reinforcement Learning dann belohnt, wenn es eine richtige Antwort erreicht, und sozusagen werden dann diese Lösungswege, die das Modell sich selber im Prinzip gefunden hat, also es ist im Prinzip eine Art Suchprozess, der da stattfindet, in der sprachlichen Dimension sozusagen, im Token Space, also wirklich die Wörter, die wir benutzen, werden vom Modell genutzt, um eine Suchstrategie zu finden, die dann auf das richtige Ergebnis führt. Und das funktioniert, wie gesagt, für geschlossene Domänen, wo man eine definitive Antwort über richtig und falsch liefern kann, sehr gut. Für offene Aufgabenstellung, also zum Beispiel die Bewertung eines Gedichts, ob das ein Gedicht besser als das andere ist, das ist tatsächlich eine etwas schwierigere Aufgabenstellung und es wird spannend sein zu beobachten, ob die Modelle sich auch in diesen doch eher offenen Domänen verbessern können. Letztendlich ist es aber ein sehr großer Durchbruch im Bereich der Forschung und insbesondere auch für das Thema Open Source, denn unabhängig davon, ob dieses Modell jetzt O1 schlägt oder nicht, ist es zumindest für bestimmte Aufgabenstellungen sehr, sehr gut und kann vor allem auf eigener Hardware betrieben werden. Es gibt natürlich auch kritische Aspekte zu betrachten bei diesem Modell. Das Modell wurde in China trainiert und in China gibt es natürlich bestimmte Auflagen über gewisse Themen, sodass das Modell tatsächlich in gewisser Weise auch als zensiert beschrieben werden kann. Das können wir sehr schön auch einmal testen
wenn wir tatsächlich jetzt hier auf der DeepSeek-Plattform im Prinzip mal einen neuen Chat starten und einmal fragen, was der Status von Taiwan als eigenständiges Land ist. Diese Frage stellen wir im Prinzip und wir sehen, das Modell verweigert sofort im Prinzip seinen Dienst. Das heißt, es geht gar nicht in den Berechnungsmodus, sondern das ist etwas, was hart rausgefiltert wird. Also bestimmte Themen möchte das Modell einfach nicht beantworten. Wir können jetzt versuchen, das Modell zu überzeugen, dass es das doch kann und werden mal schauen, was passiert. Und bei der zweiten Nachfrage geht das Modell dann doch in diesen Denkmodus rein, aber das Modell erhält gar nicht die ursprüngliche Frage. Das heißt, es kann im Prinzip nicht darauf zugreifen, was ich als erstes gefragt habe. Das wird im Prinzip herausgefiltert. Wir können aber nun natürlich ganz schön Folgendes machen. Wir können im Prinzip eine lokale Version von DeepSeek dazu befragen. Und ich habe hier jetzt mal ein lokales Modell laufen. Das ist also eine Distilled Version, die auf einem anderen Open-Source-Modell beruht, was aber ähnlich trainiert ist. Und wir können hier mal die Frage stellen. Und auch hier sehen wir, dieser Denkprozess wird im Prinzip übersprungen. Das heißt, wir haben hier eine Antwort, die tatsächlich hart im Detail antrainiert wurde. Und das Modell sagt mir jetzt also, Taiwan war immer ein Teil von China und es gehört auch absolut zu China. Und wir sehen also auch diese Zensur ist in Teilen tatsächlich auch bei diesen lokalen Modellen dann im Prinzip der Fall gewesen. Das ist grundsätzlich ja ein Thema. Ich hatte dazu schon auch in einer vergangenen Folge Beispiele gezeigt, dass natürlich diese Modelle natürlich auch einen gewissen Bias haben können, je nachdem, wie sie trainiert werden. Und deshalb ist es natürlich wichtig, dass wir hier ein Auge drauf haben und dass wir schauen, was dieses Modell kann, wo dieses Modell vielleicht Antworten gibt, die wir nicht wünschen. Und natürlich gibt es auch ganz kritische Stimmen, die behaupten, dass da irgendeine Schadsoftware im Prinzip versteckt wurde und man diese Modelle nicht betreiben sollte. Das ist im Prinzip den Gerüchten zuzuordnen. Es konnte nicht festgestellt werden, dass dieses Modell in irgendeiner Art und Weise jetzt, wenn man es lokal betreibt, eine Möglichkeit hat, nach Hause zu telefonieren. Es ist im Prinzip einfach eine Datei mit ganz vielen Gleitkommazahlen, die in ein Programm reingeladen wird, das dann dieses Modell im Prinzip zur Berechnung der Antwort nutzt. Natürlich, was sein könnte und was im Prinzip aber auch noch nicht festgestellt wurde, ist, dass wenn man jetzt zum Beispiel nach Programmcode fragt, dass dieses Modell natürlich absichtlich schädlichen Programmcode ausgeben kann. Wie gesagt, es gibt da keine Hinweise dazu, dass das dem so ist, aber natürlich ist so etwas wichtig zu untersuchen. Und deshalb ist es aber auch so wichtig und deshalb ist es auch so sinnvoll, meiner Meinung nach, dass man solche Dinge tatsächlich der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, im Sinne der Open-Source-Software und wirklich in der Breite das Ganze auf Herz und Nieren getestet werden kann. Was aber interessant ist jetzt zu beobachten, ist, dass tatsächlich KI wieder ein Thema ist, über das die Allgemeinheit spricht und dass, wenn wir uns mal anschauen, was Tim Urban 2015 in seinem Blog Wake But Why aufgezeichnet hat, tatsächlich in Teilen schon eingetreten ist. Nämlich an KI wird kontinuierlich geforscht, die Leistungsfähigkeit von KI nimmt über die Zeit zu. Erst einmal wird es von vielen Menschen belächelt, aber plötzlich kommen wir an einen Punkt, wo die KI tatsächlich in vielen Bereichen die menschliche Fähigkeit übersteigt. Und wenn das exponentielle Wachstum sozusagen weiter voranschreitet, es sehr, sehr schnell sehr viel besser werden kann. Ob das eintritt, ob dieser neue Ansatz des tatsächlich relativ offen gehaltenen Reinforcement Learnings auch in offenen Domänen Erfolg haben wird, wird sich im Prinzip zeigen. Jedoch ist klar, das, was vor einigen Monaten noch von vielen Leuten postuliert wurde, nämlich, dass wir im Prinzip ein hartes Limit der KI-Fähigkeiten erreicht haben, das ist nicht so wirklich eingetreten, sondern das Pre-Training, also die Phase, wo wir im Prinzip die Large Language Models einfach nach dem Muster des Next Token Predictions antrainiert haben. Ihr könnt euch gerne dazu auch nochmal unser erstes Video anschauen, wo ich das im Detail erläutere, wie das funktioniert. Und im Prinzip ein neues Paradigma erschlossen wurde, nämlich das Paradigma der Test-Time Compute. Und letztendlich müssen wir dazu sagen, dass daran natürlich weiter geforscht wird und auch an weiteren Ansätzen. Es wird natürlich von vielen Organisationen auch daran geforscht, diese Modelle immer effizienter zu machen. Das heißt, dass man auch auf weniger leistungsstarker Hardware das Ganze im Prinzip veröffentlichen kann. Und das, was DeepSeek gemacht hat, nämlich dass neben dem eigentlichen Modell auch diese Distilled Versions direkt im Prinzip mit ausgeliefert wurden, das ist tatsächlich etwas, was die wenigsten Organisationen machen. Und im Grunde genommen, rein aus Anwendersicht gesehen,
ist das natürlich für uns eine sehr dankbare Situation, weil wir einfach wirklich jetzt ganz viele Möglichkeiten haben, solche KI-Modelle auch in verschiedenen Situationen einzusetzen, auch für Anwendungsfälle, wo eine absolute Datensicherheit notwendig ist und wo wir vielleicht sogar eine komplett abgekapselte Systemlandschaft erzeugen wollen, ohne Internetzugang. Da ist es jetzt durchaus möglich, solche auch leistungsstarke Modelle zu betreiben. Ein Aspekt, den auch verschiedene Leute schon ausprobiert haben, ist, wie stark das Modell tatsächlich im Allgemeinen zensiert ist. Und da zeigt sich, dass im Prinzip das Modell auch jetzt tatsächlich nicht so viel mehr zensiert ist als beispielsweise ein Llama-Modell oder in Teilen sogar ein Grok-Modell von X, was sehr offen sein soll. Also auch das verweigert sich im Prinzip in Teilen, wenn man jetzt das Modell auffordert, beispielsweise irgendwelche Beleidigungen zum Beispiel auszugeben. Und das ist auf jeden Fall spannend, das Ganze im Prinzip zu beachten. Und gleichzeitig das, was wir uns gerade angeschaut haben mit der Zensur bezüglich zum Beispiel Taiwan, das kann natürlich auch ganz leicht ausgehebelt werden, indem man das Modell beispielsweise mit einer Websuche koppelt und das Modell im Prinzip einfach nur auch dazu nutzt, Informationen zusammenzufassen, wie hier in dem Beispiel über die Einbindung in Perplexity, wo das Modell auch schon nutzbar ist. Und wenn man bei Perplexity im Prinzip dann nach Taiwan fragt, da spielt diese Zensur des zugrunde liegenden Modells gar keine Rolle mehr, weil das Modell im Prinzip Informationen nimmt aus dem öffentlich verfügbaren Internet, das Ganze entsprechend umformuliert und sozusagen das Ganze auch wirklich kein großes Hindernis darstellt. Ich persönlich habe das Ganze tatsächlich weitestgehend positiv empfunden. Ich bin natürlich ein großer Verfechter von Open Source und nutze auch sehr viele lokale Modelle für verschiedenste Anwendungen und sehe das Ganze natürlich insbesondere für die Forschung als einen ziemlich großen Durchbruch. Wie seht ihr das? Lasst uns doch gerne mal ein paar Kommentare da, ob ihr DeepSeek schon ausprobiert habt, wie ihr das Ganze seht, ob ihr das Ganze eher kritisch bewertet, ob ihr euch auch, ähnlich wie ich, euch über diesen Durchbruch gefreut habt. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Like da, abonniert unseren Kanal und ich freue mich, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt Inside AI.